Ich möchte Ihnen eine äußerst beunruhigende Wahrheit mitteilen. Es gibt tatsächlich einen Knopf, der die Welt zerstören könnte. Ich übertreibe nicht, es ist kein Scherz oder eine Verschwörungstheorie. Es gibt tatsächlich irgendwo einen solchen Knopf, und die Person, die ihn drücken könnte, ist Wladimir Putin. Ja, der Präsident Russlands, des Landes mit dem größten Nuklearwaffenarsenal der Welt. Aber wie könnte das möglich sein? Wie könnte man durch das Drücken eines einzigen Knopfes die gesamte Welt zerstören? Noch beunruhigender ist die Tatsache, dass, wenn Putin aus irgendeinem Grund außer Gefecht gesetzt wird, der Weltuntergang nicht mehr aufzuhalten ist. Der Prozess würde automatisch weitergehen. Und genau das ist das Thema unseres heutigen Videos, das automatische Zerstörungssystem, das sogenannte Sistema Perimeter, auch bekannt als die tote Hand. Bevor wir jedoch auf die Fragen eingehen, was die tote Hand ist, wozu sie dient und wie sie funktioniert, müssen wir verstehen, wie die Sowjetunion an diesen Punkt gelangte. Um dies zu erklären, müssen wir in das 20. Jahrhundert zurückkehren. Wie Sie wissen, war das 20. Jahrhundert von 3 großen Kriegen geprägt, dem Ersten Weltkrieg, dem Zweiten Weltkrieg und dem Kalten Krieg. Die Vereinigten Staaten von Amerika und die Sowjetunion sind zwar nie direkt aufeinander getroffen, doch sie standen in allen Bereichen ob mit Waffen oder ohne in einem ständigen Wettbewerb. Fast alle Konflikte hatten diese beiden Supermächte im Hintergrund. Im Nahen Osten, in Asien, Südamerika, Europa und Afrika führten sie indirekt Kriege. Der gefährlichste Aspekt dieses Spannungsfeldes war jedoch das Wettrüsten mit Atomwaffen. Während des Kalten Krieges, wie auch heute, standen wir auf der Seite der NATO, also auf der Seite der Amerikaner. Deshalb sahen wir die Ereignisse aus der Perspektive der Amerikaner und betrachteten die Sowjetunion als die Quelle allen Übels. Fast hinter jedem Problem standen die Roten. Ist die Wirtschaft zusammengebrochen? Es war die Schuld der Sowjets. Gibt es Terrorismus? Sicherlich steckten die Sowjets dahinter. Politische Konflikte, Morde, Straßenunruhen, hinter all dem vermutete man die teuflischen Sowjets. Diese verzerrte Denkweise war nicht nur in Deutschland verbreitet, sondern in ganz Europa und den USA. Die Angst vor den Sowjets prägte die amerikanische Politik insbesondere in den 1950er Jahren tiefgreifend. Beide Seiten begannen ein verrücktes Wettrüsten, und wir sahen diesem Wettlauf mit Entsetzen zu. Denn die Kommunisten könnten uns jederzeit eine Atombombe auf den Kopf werfen, uns überfallen oder vollständig vernichten. Doch wie ihr wisst, fiel zuerst die Berliner Mauer, und anschließend zerbrach die Sowjetunion. Als der eiserne Vorhang langsam fiel, erkannten wir, dass die Geschichte nicht so war, wie sie uns erzählt wurde. Jahrelang sahen wir die Sowjets als rücksichtlose Invasoren, die auf unsere Länder aus waren. Doch dann merkten wir, dass auch sie genauso viel Angst hatten wie wir. Sie fürchteten sich ebenso vor einer Invasion durch die Amerikaner, vor einer Besetzung und einem nuklearen Massaker. Die Angst der Sowjetunion vor den Vereinigten Staaten und der NATO war nicht unbegründet. Die USA hatten bereits 2-mal Atomwaffen eingesetzt und Hunderttausende von Zivilisten ausgelöscht. Aus diesem Grund fürchteten sich die Sowjets ernsthaft vor Amerika. Diese Angst war so tief verwurzelt, dass sie einen Großteil ihrer wirtschaftlichen Ressourcen in die Aufrüstung stecken mussten. Allerdings verfügte die Sowjetunion nie über die umfassenden Ressourcen, die Amerika besaß. Daher mussten sie strategische Entscheidungen treffen. Die Sowjets bauten nie eine so große Marine wie die Amerikaner. Der Grund war, dass ihre wirtschaftlichen Mittel nicht ausreichten, um eine solch gigantische Flotte zu unterhalten. Stattdessen verfolgten sie eine verteidigungsorientierte Strategie, indem sie eine spezielle Verteidigungs- und Gegenangriffseinheit entwickelten, die die amerikanische Marine an kritischen Punkten aufhalten und nukleare Gegenangriffe durchführen konnte. Sie bauten auch eine riesige Bodenarmee auf, aber im Gegensatz zu den Behauptungen hatten sie nie vor, die Vereinigten Staaten zu erobern. In Wahrheit war es geografisch fast unmöglich, Amerika zu besetzen. Die Sowjetunion hatte jedoch noch eine weitere mächtige Option: Atomwaffen. Sie konnten das Gleichgewicht gegenüber Amerika und dem Westen durch nukleare Abschreckung aufrechterhalten. Daher begannen sie ein wahnsinniges Wettrüsten.
Bis 1991 verfügte die Sowjetunion schätzungsweise über 45.000 Atomsprengköpfe genug, um die Welt mehrfach zu zerstören. Doch trotz dieser enormen militärischen Macht fühlte sich der Kreml nicht sicher. Besonders in den frühen 1980er Jahren, als Ronald Reagans Star Wars-Projekt und die Erneuerung des amerikanischen ballistischen Raketenarsenals die Sowjets in die Enge trieben. Angesichts dieser Bedrohung entschied sich die Sowjetunion für den Grundsatz: Wenn ich mein eigenes Land nicht verteidigen kann, sollte diese Welt niemandem gehören. Die beste Verteidigung war ein tödlicher Angriff. Der Kreml wollte sicherstellen, dass die Sowjets im Falle eines plötzlichen amerikanischen Angriffs schnell zurückschlagen konnten. Wenn die Personen, die für die Verteidigung verantwortlich waren, ausgeschaltet würden, sollte ein automatisches System den Gegenschlag auslösen. 1982 begannen die Arbeiten, und 1983 gab der sowjetische Führer Juri Andropow den Befehl zur Entwicklung eines speziellen Sicherheitssystems. Dieses System sollte ein manuell aktivierbares Gegenangriffssystem sowie ein vollständig automatisiertes Verteidigungssystem umfassen. Der Name Szeged mag Ihnen vielleicht nicht sofort etwas sagen, aber wenn ich nukleare Aktentasche erwähne, werden einige von Ihnen sicher eine Vorstellung davon bekommen. Diese schwarze Tasche, die Wladimir Putin überall hin begleitet, ist der zentrale Bestandteil des Szeged-Systems. Szeged, also die nukleare Aktentasche, ist ein System, das nur dem Führer in Moskau zur Verfügung steht. Derzeit ist Putin derjenige, der sie verwenden kann. Das Gerät in der Tasche ist direkt mit den russischen militärischen Kommunikationssystemen Kazbek und Kafkas verbunden. Nur der Präsident, in diesem Fall Putin, hat die Befugnis, die Tasche zu öffnen und die Tasten zu drücken. Wenn Putin glaubt, dass Russland angegriffen wird und er einen Gegenschlag auslösen möchte, drückt er den Startknopf, und damit wird der Befehl an das gesamte russische Atomarsenal gesendet. Die Bestätigungscodes werden genehmigt und der Countdown beginnt. Aber keine Panik, das bedeutet nicht, dass alles sofort vorbei ist. Es gibt einen Countdown von 30 Minuten. Nachdem Putin den Knopf gedrückt hat, werden innerhalb dieser 30 Minuten über 1600 nukleare Sprengköpfe einsatzbereit gemacht. Wenn Putin nicht den Abbruchknopf drückt, werden nach 30 Minuten alle Raketen abgefeuert. Die Ziele umfassen NATO-Militärbasen, Hauptstädte und dicht besiedelte Städte wie Berlin, Istanbul, New York, London und Washington, die dann einem nuklearen Bombenhagel ausgesetzt wären. Dies ist der erste Schritt in Russlands nuklearem Weltuntergangsszenario. Interessanterweise wurde dieses System 1995 fast versehentlich aktiviert, aber diese Geschichte ist Thema eines anderen Videos. Lassen Sie uns fortfahren. Wie Sie sehen, kann Wladimir Putin mit nur einem Knopfdruck innerhalb von 30 Minuten Tausende von Atomsprengköpfen in alle Teile der Welt senden und einen nuklearen Weltuntergang auslösen. Dieses wahnsinnige Verteidigungssystem ist seit 1984 in Betrieb und seit 1985 weltweit bekannt. Jetzt, wo wir die erste Phase kennen, kommen wir zur zweiten Phase, dem Totenhand-System. Die Entwickler dieses Systems haben auch eine weitere Möglichkeit in Betracht gezogen. Was passiert, wenn während des Dritten Weltkriegs die Amerikaner oder die NATO den ersten Schlag ausführen und die gesamte Führungsebene der Sowjetunion in einem ersten Angriff auslöschen? Wenn Moskau getroffen wird, der Kreml zerstört ist und der Staatspräsident sowie die Führung eliminiert wurden, wer verteidigt dann das Land? Für ein solches Katastrophenszenario tritt Plan B in Kraft, die tote Hand, das Systema Perimeter. Perimeter ist ein unbemanntes, vollständig computerkontrolliertes Verteidigungssystem. Es besteht aus einem Netzwerk von Sensoren, das über das gesamte russische Territorium verteilt ist, insbesondere in kritischen Gebieten. Diese Sensoren sind in der Lage, Vibrationen und geologische Aktivitäten zu erfassen. Darüber hinaus messen sie Strahlungswerte und erkennen Gamma-Explosionen und andere Strahlungsereignisse, um festzustellen, ob es auf russischem Boden zu einer nuklearen Explosion gekommen ist. Die von den Sensoren gesammelten Daten werden mit den Informationen aus militärischen und zivilen Kommunikationsnetzen verglichen. Wenn die mit dem Perimeter-Computer verbundenen Sensoren feststellen,
dass irgendwo eine Nuklearbombe explodiert ist und gleichzeitig Unterbrechungen in den militärischen und zivilen Kommunikationskanälen auftreten und die Informationsübertragung aus der Führungsebene ausbleibt, startet das System automatisch. Wenn Perimeter zu dem Schluss kommt, dass ein nuklearer Angriff stattgefunden hat und die Führung eliminiert wurde, beginnt der Countdown, und die Weltuntergangsuhr beginnt bei 30 Minuten rückwärts zu zählen. In dieser Zeit aktiviert Perimeter alle erreichbaren nuklearen Waffensysteme. Wenn nach Ablauf dieser 30 Minuten kein Abbruchbefehl erfolgt, startet das System den automatischen Angriff mit seinem gesamten Nukleararsenal auf die Feinde. Es ist ein vollständig automatisches Weltuntergangssystem, das keine externe Eingriffe erlaubt. Nach 30 Minuten endet unser Planet. Im Jahr 1985 erfuhr die westliche Welt von Russlands Perimeter- oder Tote-Hand-System. Danach gab es jedoch lange Zeit keine neuen Informationen. In den 1990er Jahren wurde viel darüber spekuliert, ob das Perimeter-System noch aktiv ist. Ja, Boris Jelzin trug in dieser Zeit die nukleare Aktentasche bei sich und scherzte manchmal sogar darüber, sie in die Luft zu jagen. Doch niemand wusste, ob das System tatsächlich funktioniert und ob es aktiv war bis zum Jahr 2011. In diesem Jahr gab die russische Regierung bekannt, dass das Perimeter-System aktualisiert wurde. Moderne Sensoren, Frühwarnradarsysteme und Hyperschallraketenrampen wurden in das System integriert, wodurch Perimeter noch effektiver, tödlicher und präziser wurde. Ja, sollte Wladimir Putin eines Tages den Knopf drücken und seine Entscheidung nicht rückgängig machen, könnte der Weltuntergang innerhalb von 30 Minuten beginnen. Und selbst wenn man es irgendwie schaffen würde, Putin auszuschalten, würde das nichts ändern. Denn das Perimeter-System erkennt, wenn die Befehlskette außer Kraft gesetzt wurde, und aktiviert sich automatisch. Ziemlich tragikomisch, oder? Das Schicksal der Welt liegt in den Händen eines wütenden Mannes und eines Computers, dessen Zuverlässigkeit unklar ist. Also, ärgert Putin besser nicht, denn er könnte tatsächlich den Stecker der Welt ziehen. Übrigens ist Perimeter nicht das einzige System dieser Artikel. Auch in den USA und anderen Ländern gibt es ähnliche Systeme, aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, findet ihr viele weitere Videos auf meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf.